Hallo zusammen, freue mich hier zu sein. Ich heiße Ziqing Zhao, studiere jetzt im 6. Semester im EMP und mit dem Hauptfach Gesang. Hallo zusammen, ich heiße Jing Jing und ich studiere Gesang im 2. Semester Bachelor. Als ich noch in China in der Highschool war, da habe ich schon mal von Deutschland was gehört, dass man sehr gut hier Musik studieren kann und auch wegen der Studiengebühr ist sehr ideal. Und gleich möchte ich ja klassische Musik, klassische Gesang studieren. Zum Vergleich in China, das ist dann die Volksmusik, populärer. Und ja, dann habe ich mich einfach so entschieden, erstmal Deutsch zu lernen und gucken, was ist dann passiert. Und doch, während ich Deutsch gelernt habe, habe ich doch gemerkt, dass ich unbedingt mal in Deutschland sein möchte. Dann war ich ein Jahr in Hamburg, Sprachschule gehabt und für die Aufnahmeprüfung auch vorbereitet. Genau. Und in diesem Vorbereitungsjahr habe ich dann elementare Musikpädagogik Studiengang entdeckt, dann mehrere Mal hospitiert. Was interessant ist, dass dieser Studiengang nicht in China gibt. Deswegen finde ich sehr sinnvoll, dass ich in Deutschland das mal studiere und richtig kennenlernen. Genau. Deswegen bin ich jetzt hier. Und ich habe in China ein Studio gemacht, aber keine Musik. Und während meines Studiums habe ich eine Gesanglehrerin kennengelernt und die in Karlsruhe studiert hat. Und seitdem ich sie kennengelernt habe, sie hat mir deutsche Lieder beigebracht. Und damals habe ich mit Lieder verliebt. Ja, und dann beschloss ich, nach Deutschland kommen, um klassischer Gesang zu studieren. Aber ich habe nicht so einfach gewechselt, sondern ich habe mein Studium, das heißt Umwelttechnik, absolviert. Dann bin ich hergekommen. Und ich war auch in Hamburg, in Ziqing, und in einer Musikschule 1,5 Jahre, um die Aufnahmeprüfung zu vorbereiten und auch Sprache lernen. Und ja, ich habe alles in 1,5 Jahre gelernt, die zum Beispiel Musiktheorie im Deutschsystem auf Deutsch und alles, Gehörbildung und Klavier, ja, alles vorbereitet. Und dann, ich habe mich überall beworben, ehrlich gesagt. Ich möchte einen Studienplatz kriegen. Aber ja, ich habe zweimal die Aufnahmeprüfung in Freiburg gemacht. Aber leider erste Mal habe ich nicht bestanden. Und dann entscheide ich mich zweite Mal die Aufnahmeprüfung zu machen. Und dann glücklicherweise habe ich bestanden. Ja, und damals habe ich schon so einen Eindruck, Freiburg ist mein erster Wunsch. Und jetzt mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich erinnere mich noch, als ich in China war, dann hatte ich eigentlich so Richtung zielorientierte Gedanke, dass ich gerne von meinem Fach Bachelor haben möchte und noch Master, vielleicht irgendwann noch dazu Konzertexamen oder PhD, was auch immer. Genau, das war mir so in diese Richtung ziemlich wichtig. Aber jetzt bin ich in Deutschland und 3 Jahre studiert. Langsam hat das Gefühl geändert. Ich genieße jetzt viel mehr momentanes Gefühl und ich genieße auch die Zeit im Studium zu sein, weil das ist einfach viel schöner im Prozess zu sein, statt immerhin nur auf das Ziel gucken. Genau. Und vom Leben her habe ich das Gefühl,
Mein Essenstempo ist total geändert. In China ist es sehr, sehr wichtig, dass man morgens Frühstück hat und gegen 12 Uhr Mittagessen hat, gegen 18 Uhr vielleicht Abendessen hat. Also immer super regelmäßig. Für Schule, für Studium, für Arbeit gibt es auch immerhin Pause zwischen 12 Uhr oder abends 18 Uhr oder so weiter. Aber in Deutschland, also mindestens im Studium, habe ich sehr oft, dass ich von 11 Uhr bis zum 13 Uhr Unterricht oder manchmal ganzen Tag dauerndes und dazwischen nur nachmittags oder vormittags eine Pause. Genau. Da am Anfang hatte mein Magen ziemlich viele unruhige Zeit, weil ich nicht pünktlich Pause bekomme für Mittagessen und Abendessen. Aber jetzt langsam habe ich an das Essenspause daran gewöhnt, dass es super flexibel ist. Und auch zwischen den Seminare habe ich kurz Zeit, irgendwas zu knappern. Nüsse, Studentenfutter oder Brezel. Genau. Bei mir, ich fange an, Kalender zu schreiben. Am Anfang habe ich nur meinen Studienplan auf meinen Kalender aufgeschrieben. Aber jetzt langsam fange ich an, meine Lebensplanung auch aufzuschreiben. Ich habe in China ein Studium gemacht und das Studium in China und hier sind ganz anders. In China haben wir im einen selben Fach, wir haben immer auch gleich unterrichten oder Kurs oder Studienplanung. Aber hier können wir selbst organisieren und selbst auswählen und selber probieren. Alles können wir nehmen. Vielleicht die andere Kurs von den anderen Fächern können wir auch gerne nehmen. Und ja, das fand ich sehr toll. Und bei mir, mein Essen hat auch geändert. Nicht nur das Essentempo, wie Cixin gesagt hat, auch ich habe langsam gewohnt, diese immer kaltes Essen zu haben. In China haben wir jede Mahlzeit, Frühstück und Mittagessen und Abendessen, essen wir immer warm. Aber hier, vielleicht habe ich jeden Tag nur eine warme Mahlzeit, meistens am Mittag. Mir ist ein Punkt noch aufgefallen, vom Inhalt des Unterrichts her. Ich habe ja nur in China bis Abitur gemacht, kein Studium, deswegen weiß ich auch nicht ganz genau, wie das Studium in China aussieht. Aber von Unterrichtsgefühl her habe ich gemerkt, in China in der Schule bekommen wir für alle Fragen eine richtige Antwort und alle anderen sind falsch. Ich bin auch eher daran gewöhnt, dass ich richtige Antwort auswendig lernen und in meinen Kopf halten, damit dass ich die Prüfung schaffe oder die Prüfung bestehe überhaupt. Aber hier in Freiburg, in der Musikhochschule, in Seminaren, habe ich das Gefühl, dass ich eher selbst recherchieren muss. Und innerhalb des Unterrichts muss man diskutieren über ein Thema. Es gibt gar keine richtige oder falsche Antwort. Genau. Das habe ich eine Zeit lang gebraucht, um daran zu gewöhnen. Ja, erst Auf jeden die Fall. Aufnahmeprüfung. Die Aufnahmeprüfung. Ich habe sowas gehört. Die Aufnahmeprüfung ist sehr schwer, weil die Studienplätze sind sehr wenig und es ist einfach schwer zu bestehen. Und das habe ich geschafft. Und jetzt meine Sorge ist fast nur meine Sprache, weil mein Deutsch ist immer noch nicht genug. Ich finde, mit den anderen Leuten umgehen oder
eine Vorlesung oder ein Seminar zu hören, das finde ich immer noch schwer. Ja. Ja, jetzt bin ich immer noch auf dem Weg. Meine Sorge war auch so ein bisschen vom Studium her. Ich hatte ja noch nie studiert da, als ich in China war. Deswegen fand ich schon schwer, wie soll ich dann machen? Wie soll ich dann machen, damit dass ich mein Studium gut mache und auch gleich die Sprache, die Kommunikation im Unterricht. Dann hatte ich kurz vor dem Studium auch Sorge gehabt, dass ich gar nicht im Seminar also in Diskussion kommen kann. Genau, und auch die Mitstudierende. Also wenn ich anfange zu sprechen, wird mein Sprachtempo viel langsamer. Und dann, das ist eigentlich eher nicht eine Diskussionstempo, wenn man im Seminar spricht. Genau, deswegen am Anfang hatte ich ziemlich viel Schwierigkeit mit der Sprache her, auch besonders von der Sprachtempo her. Aber ich habe mich einfach Zeit gelassen und habe mir selbst gesagt, mach nichts, es kommt schon. Ich bin erst 2 Jahre in Deutschland, deswegen mach nichts. Dann langsam geht man schon in den Flow, also unbewusst. Muss nicht extra dafür Sorge machen, einfach langsam alles, was du machen kannst, erstmal machen. Dann wird man schon merken, mit der Zeit kann man immer mehr schaffen, daneben oder dazu. Ich möchte vorschlagen, man muss von selber ganz offen sein, nicht nur mit Leuten, sondern auch mit Studium. Alle Möglichkeiten nehmen, alle Chancen nehmen, zum Beispiel hospitieren oder wie jetzt, wir machen das Interview. Das ist für mich auch eine Möglichkeit, Neues zu entdecken. Nicht immer zu Hause sitzen und nicht immer vor dem Computer gucken und immer Deutschsprache mehr und mehr lernen, immer verbessern. Ja, das ist mein Vorschlag. Dann gebe ich ein paar praktische Tipps für Studienplan und Stundenplan. Am Anfang wird man schon verwirrt, wie soll ich dann meinen Stundenplan erstellen. Ich bekomme am Anfang nur eine super riesige Tabellen, was ich in meinem ganzen Studium machen sollte. Das heißt Studienplan. Und daneben bekommt ein Heftchen, heißt Vorlesungsverzeichnis. Es kommt jedes Jahr wieder Neues. Da drin steht alle Veranstaltungen, Seminare und Vorlesungen drin. Im Studienplan, da hat man ja eine Übersicht, was man für Pflicht machen muss, was man für Wahlmodul machen muss oder was man für einen Abschluss von diesem Modul braucht. Ein benotender Schein, unbenotender Schein oder eine Prüfung oder ein Gespräch. Am Anfang würde ich vorschlagen, dass man für erste Semester oder sogar zweiten Semester sich Zeit lassen, nur die Seminare und Unterrichten, was im Pflichtmodul steht, in den Stundenplan erstellen und im ersten Semester auch gleich machen, damit dass man noch ein bisschen Luft bekommt, die Sprache daran zu gewöhnen, die Atmosphäre, das Studium, Tempo in der Musikhochschule daran zu gewöhnen und auch was für eigenes Leben erledigen. Zum Beispiel im ersten Semester hat man bestimmt ein Problem, Wohnung zu suchen oder klar mit die Verbindungen von zu Hause nach Musikhochschule klarkommen.
Genau, dafür braucht man ziemlich viel Zeit. Ich glaube, für die ausländische Studierende besonders viel. Deswegen würde ich vorschlagen, im ersten Semester oder zweiten Semester sich Zeit lassen, nur die Seminare besuchen, was man machen muss. Mit der Zeit tust du einfach immer mehr da rein in den Stundenplan. 好的，我先来。我的第一个建议就是，首先的要素第一，我觉得最重要的呢，是在你决定来德国学习之前呢，可以先尝试一下去学习德语。因为当你尝试过后，学完德语之后呢，你会大概有一个感觉，会感觉到自己能不能胜任这门语言，或者是自己到底能不能使用这门语言去学习，然后包括在大学里面还要写论文等等等等。这是第一个我觉得很重要的一个建议。那么当你发现自己可以很轻松的胜任，或者是很轻松的去学习德语的话呢，我建议在你来到德国之前，就先把德语学的扎实一些，就是可以做得到正常生活交流。在这个基础上呢，来到德国之后就不会有太大的冲击感。因为我也见到过很多其他的语言学校的同学，他们可能来到德国的时候只有 A1 或者是 A2 的水平。在上课的时候，包括在上德语课的时候，其实他们就已经很困难能跟得上了。因为在德国的语言班，老师也是德国人，也是在用德语来教德语，所以说刚开始跟不上的话，就会比较困难，在接下来的进步过程中会进步的比较慢，相对而言。所以我非常的建议在国内的时候呢，就打好德语的语言基础，能做到日常的生活交流，能做到听懂纯德语的德语课，这样呢，来到德国之后就会轻松很多。我想要分成2部分，给来自中国的考生或者学生的建议。首先，我想要跟还没有正式入学的考生说，最重要的一定要提升你的专业水平。就是不管你是跟大学里面的教授上课，还是你自己就是找到了其他的老师，你觉得适合你的，你觉得能跟他学到东西的，就一定要好好的学习。因为入学考试是一个门槛，就是我们要首先我们第一个目标肯定是要通过入学考试，一定要以提升自己专业水平为目标，这样去学习，而不是为了能在学校里面有一个考位，然后去到处的去找老师，这样其实我觉得对于一个稳定的学习、稳定的提升来说是没有多大用处的。然后我想要对已经在德国入学的同学们来说，入学以后你会发现，你打开了一个新世界的大门，就是你在德国的大学里面读书和你在之前备考的状态是完全不同的。因为你在备考的时候，你可能没有一个德国就是语言的环境，你可能没有德国的同学，会比较孤独，也会比较孤独，因为你在备考的时候是一个人在战斗。但是当你入学了以后，你就会发现你身边有一群小伙伴跟你一起学习，并且你身边也会有德国的同学，来自世界各地的同学，然后会有很多老师非常的愿意帮助你。所以我们上了入学以后，我们的目标就要放得更长远一些，我们的眼睛也会被打开。所以入学考试肯定不是我们最终的目标，而是入学考试过了以后，我们就可以真正的享受在德国的大学生活了。我相信你一定会得到很多，不管是得到知识，还是一些生活上的经验，或者是这个世界这么大，你应该会看到更多有趣新鲜的东西。